Ich begrüße Sie zum heutigen Video. Es geht darum, Hilfe, mein Kaktus geht kaputt, was ist zu tun? Mein Name ist Matthias Uhlig und wir befinden uns bei Uhlig Kakteen, wo wir jede Menge Kakteen haben zum Verkaufen und natürlich auch alles Zubehör, über das ich jetzt sprechen werde. Hier geht es jetzt um eine Euphorbie und wenn wir Euphorbien schneiden, dann ist es so, dass wir auf jeden Fall uns schützen sollten. Handschuhe anziehen wegen dem Milchsaft, wegen dem Latex, der da rauskommt, und auch aufpassen, dass uns nichts in die Augen spritzt, weil der Saft sehr reizend oder gegebenenfalls auch giftig ist. Das kommt auf die Arten an. So, jetzt haben wir hier eine Pflanze, die ist an der Basis sieht die ziemlich mau aus. Jetzt kann man mal schauen, ob da noch Leben drin ist, und man merkt sehr schnell, da ist kein Leben mehr drin. Aber weiter oben gibt es noch Triebe, die sind noch nicht ganz futsch. Ja, sowas hier zum Beispiel. Jetzt geht es vor allem darum, dass wir schauen, dass tatsächlich der Steckling, den wir daraus machen wollen, um die Pflanze zu erhalten, ja, müssen wir schauen, ist jetzt eventuell der Pilz oder das Bakterium, was da Ursache ist für diesen Schaden, vielleicht auch nur Kälte oder was auch immer, dass das nicht eingewandert ist. Ja? Wenn das nämlich schon im Steckling drin steckt, dann sind unsere Bemühungen komplett umsonst. So, dazu nehmen wir ein Messer, das sollte desinfiziert sein. Ich habe hier eine schöne Desinfektionsbrühe, geht auch mit Alkohol oder mit Abflammen oder so, aber auf jeden Fall nicht mit einem Messer, an dem man schon mal irgendwo rumgeschnippelt hat, jetzt hier auch rumschnippeln. Insbesondere, wenn man befürchten muss, dass es Krankheiten gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob man das einigermaßen sehen kann, weil gleich der Euphorbien-Saft austritt, aber als ich geschnitten habe, war das weiß und sauber. So, also wir müssen wirklich schauen, ist Krankheit schon in der Pflanze drin. Und jetzt muss man da den Latex vielleicht ein bisschen abstreifen und sieht, das ist alles weiß, keine braune Verfärbung, nichts Dunkles, nichts Matschiges, nichts Fauliges und auch nichts Vertrocknetes. Und wenn das so aussieht, dann können wir da tatsächlich einen Steckling draus machen, um die Pflanze zu erhalten. Jetzt rein technisch ist das ungünstig. Hier unten noch so ein riesen Bollen dran, der müsste ja in die Erde und dann erst kommt ein Stück Steckling, der ordentlich ist. Und dann hat er hier noch ein paar Flecken, die werden wir los. Wir schneiden den Steckling hier nochmal. So, jetzt haben wir eine schöne Pflanze, die auch später attraktiv ist, die wir uns gerne angucken. Jetzt ist es wichtig, dass dieser Milchsaftfluss gestoppt wird. Das geht am besten, indem man den Steckling in das Zeolithmehl taucht. Zeolithmehl hat 2 Effekte oder sogar 3 oder 4. Auf jeden Fall wird der Milchsaft gebunden und klebt jetzt da unten dran, hört schon fast auf, noch einmal eindippen und dann hat man das erledigt. Zweitens desinfiziert das Zeolithmehl und drittens hilft das der Pflanze frisch zu bewurzeln. Das regt die Wurzelbildung an und das werden wir nachher noch sehen, wie das ausschaut. Also das hat jetzt gut geklappt. Den Rest können wir wegtun. Und jetzt haben wir da noch ein paar mehr Triebe, die wir ebenso behandeln können und schöne Stecklinge schneiden. So. Jetzt haben wir einen neuen Steckling, das heißt, das Messer kommt weg, wird desinfiziert, ist jetzt bei mir in der Desinfektionsbrühe und ich nehme neues, das ausreichend desinfiziert ist. So, jetzt schneiden wir das hier ab. Milchsaft kommt raus, wir schauen auch wieder nach, ist alles schön sauber und abtupfen. Jetzt gibt es das manchmal, dass wir Pflanzen haben, die jetzt so wie hier unten auch nicht mehr schön sind. Wurzeln eventuell krank, wissen wir nicht ganz genau, aber das schauen wir jetzt nach. Auf jeden Fall macht das keinen Sinn, so zu erhalten. Wichtig ist, dass wir jetzt auch wieder einen schönen Steckling nehmen. Ich möchte nur nachschauen, wie sieht das Gewebe hier aus. Das ist jetzt nicht sehr auffällig, aber man sieht doch, hier ist das Leitgewebe und hier ein brauner Punkt.
man sieht deutlich, dass da irgendwas in dem Leitgewebe los ist. Und das, was die Krankheit, die jetzt hier hochgewachsen ist von unten, das nennt man Fusarium, hat die Pflanze wahrscheinlich auch schon abgekapselt. Aber das kann auch wesentlich stärker noch sein und mehr Leitgewebe betreffen. Und dann ist die Pflanze einfach nicht mehr so leistungsfähig, kann das Wasser nicht aufnehmen, weil die Leitungsbahnen verstopft sind. Also den Fall haben wir jetzt hier. Hier haben wir jetzt, das gibt es auch hin und wieder, dass die Pflanze innen ein bisschen Loch hat. Das ist ganz ungünstig zum Bewurzeln. Das wollen wir nicht haben, weil hier immer die Gefahr von irgendeiner Infektion gegeben ist. Schneiden wir noch ein Stück zurück. Ja, jetzt ist super. Erstens ist es schön weiß, ganz sauber, sehr ordentlich, keine Verfärbungen mehr und auch keine Löcher drin. Auch hier unser Zeolithmehl. Wenn man jetzt Sorge hat, unter Umständen sieht das nämlich wesentlich übler aus, wenn man Sorge hat, dass jetzt da vielleicht doch noch irgendetwas von Krankheit dran sein könnte, Krankheitserreger, Sporen, Bakterien, irgendwas, dann kann man mit Chinosol oder auch mit einem Fungizid arbeiten. Möglichst etwas, was pulverig ist. Chinosol ist desinfizierend und gegen Bakterien und Krankheiten, vor allem gegen Pilzkrankheiten. Jetzt nehmen wir so einen gehäuften Löffel, das ist normalerweise für 1 Liter Wasser, können das bis zu 1 Liter mit dem Zeolithmehl vermischen. Machen wir aber ein bisschen konzentrierter. Machen wir noch was zum Umrühren. So, und dann habe ich nämlich eine Kombination, dass ich das Zeolithmehl, das als Träger jetzt von dem Fungizid, von dem Desinfektionsmittel wirkt, die desinfizierende, die Krankheiten abtötende Wirkung noch deutlich verstärkt ist. So, jetzt tun wir unseren Steckling da eintauchen und haben zusätzlich diesen positiven Effekt. So, wir schauen uns noch ein paar Beispiele an. Kann nämlich gut sein, wir benutzen nachher nur das, was sich da besonders eignet. Das gibt es hin und wieder, dass bei Mammilarien oder hier bei einem Gymnokaktus das Gewebe hier innen rötlich ist. Wenn das orange ist, ist es Fusarium, aber in dem Fall sieht die Pflanze innen tatsächlich so aus. Machen wir auch wieder einen schönen Steckling. So sieht man das, glaube ich, ganz gut. Da ist alles sauber, nichts braun. Hier noch ein bisschen diese rötliche Verfärbung, die aber zum Kaktus gehört. Ab in die Desinfektion und zum Abtrocknen. So. Was gibt es noch zum Desinfizieren? Früher hat man vor allem Holzkohle verwendet. Holzkohlemehl, Holzkohlestaub. Das funktioniert nach wie vor auch. Schauen wir uns den Kandidaten an. Ist tatsächlich auch sauber, obwohl er so schrecklich unten aussieht. Aber das Stück hier ist ja so hässlich, das wollen wir nicht vermehren. Neues Messer. Wir nehmen ein schönes Stück, schneiden das sauber ab. Jawohl, da ist alles in Ordnung in dem Steckling. Und desinfizieren und helfen beim Abtrocknen. Den Steckling setzen wir jetzt überhaupt nicht sofort ein, sondern der soll abtrocknen und sich ausheilen. Es dauert 4 Wochen, bis wir den wieder einsetzen. Das zeige ich auch gleich. Wir machen hier noch einen Test. Ein Trichocereus Frauenglück. Sehr schön. Kein Fusarium, aber man sieht hier so eine hässliche schwarze Verfärbung. Also da ist irgendwas nicht wirklich gesund. Und das ist immer wichtig, dass man auf sowas achtet. Das Messer ist jetzt damit infiziert, deswegen nachher desinfizieren. Aber was wir machen, ist jetzt mit dem gleichen Messer noch eine Scheibe ab. Auch hier sieht man jetzt die schwarze Verfärbung und sogar eindeutig alten Fusariumpilz, diese dunkle Verfärbung im Leitgewebe. Noch ein Stück und jetzt ist alles sauber. Ja, man sieht keine Verfärbung,
nichts Schwarzes am Rand, vor allem nichts Dunkles im Leitgewebe. Der Steckling hat eine Chance, dass er überlebt. Und jetzt noch einmal mit dem gut desinfizierten Messer einen letzten Schnitt, damit, falls hier noch was dran haftet, das entfernt wird. Und jetzt kann man das noch zeigen. Wie gesagt, früher und in vielen Büchern steht noch Holzkohlemehl, weil Holzkohlemehl, Holzkohlestaub auch desinfizierend ist, auch die überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und hilft, dass die Pflanze, dass der Steckling schnell abtrocknet. Und das ist eben wichtig, damit er nachher ordentlich bewurzeln kann. Auch hier haben wir ein Beispiel. Da ist zwischendrin eine Infektion eingetreten. Das kann dadurch passieren, dass ein Schädling eingestochen hat und schon an einer kranken Pflanze vorher gesaugt hat und die Pflanze infiziert hat. Kann viele andere Gründe haben. Die brauchen uns eigentlich jetzt nicht interessieren. Sowas wollen wir nicht erhalten. Das ist ja mal 100%ig sicher. Das heißt, der schlechte Trieb kommt weg. Der hier auch. Wo haben wir noch welche? Der hier. Und der. Jetzt wäre die Pflanze soweit saniert, so können wir sie wieder in die Sammlung stellen. Auf jeden Fall ein neues Messer. Und jetzt schauen wir uns an, also ein desinfiziertes Messer. Schauen wir uns an, wie das hier aussieht. Na, das ist jetzt schwer zu sehen, aber es gibt noch ein bisschen Verfärbung. Jetzt ist sauber. Neues Messer. Letzter Schnitt und desinfizieren im Zeolithmehl. Ja, jetzt kommen wir zu einem Fall, der ist auch wichtig, dass man das weiß. Wenn das, was wir an Steckling gewinnen, zu klein wird, dann hat die Pflanze eigentlich fast keine Chance, das zu überleben und zu schaffen. Hier würde jetzt nur noch ein Rest von 2 cm bleiben. Das kann man probieren, aber das ist keine optimale Situation. Viel besser, man hat deutlich mehr. Das ist ein Selenicereus, der wurzelt sehr leicht. Man sieht, der hat schon genügend Luftwurzeln. Jetzt ist der hier krumm, das Krumme nehmen wir dem noch weg. Frisches Messer und abschneiden und desinfizieren. So, 4 Wochen müssen wir auf jeden Fall warten. In der Zeit sollte der Steckling erstmal liegen und abtrocknen. Die Schnittstelle muss wirklich super trocken sein. Da haben wir ein Beispiel von so einem Steckling, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Das ist sauber geblieben, nicht mehr nachgefault. Das Gewebe ist dann erstmal eingefallen und bildet jetzt, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann, so eine kleine Wulst. Dort, wo die Wulst ist, haben sich tatsächlich schon Wurzelzellen gebildet, die unter dem Gewebe liegen und nur darauf warten, dass sie durchbrechen dürfen. Wenn man Glück hat, kann man das auch besser sehen. Hier sieht man noch die Reste vom Zeolithmehl, die da dran hängen. Und schon die ersten Wurzeln, ja, die sind schon durchgebrochen. Man hat aber keine Sicherheit, dass die Wurzeln schon durchbrechen, also nicht warten, bis man eine Wurzel äußerlich ganz stark sieht. Das reicht schon aus, wenn diese Wulst zu sehen ist. Dann ist die Pflanze bereit, gleich zu wurzeln. Dann kann man sie in feuchte Erde setzen, kann schon immer mal wieder gießen, nicht patschnass lassen, aber ein bisschen gießen. Und dann, hier habe ich jetzt ausgebuddelt, die hatten wir schon in Erde, dann geht das auch ganz schnell, dass frische, schöne Wurzeln entstehen. Also, wenn wir wie hier eine Pflanze haben, die unten abgestorben ist und wir wollen die jetzt sanieren, in dem Fall noch Stecklinge retten, ist es sinnvoll, dass wir dem Steckling ein bisschen Power mitgeben. Ja? Die ist jetzt, wer weiß wie lange, schon von unten ganz schlecht und abgestorben. Das heißt, die Pflanze konnte kein Wasser, keine Nährstoffe, nichts mehr aufnehmen und ist natürlich geschwächt. Sollte, wie das hier ausschaut, der Steckling Chance haben, noch anzugehen, braucht er Power.
sonst kann der keine Wurzeln bilden, selbst wenn das prinzipiell möglich ist und keine Krankheit mehr drin steckt. Und um dem jetzt Power zu geben, nützt es ja nichts mehr zu gießen und zu düngen. Wir müssen dem Nährstoffe von außen zuführen und so über die Oberfläche, über die Epidermis. Und dafür ist das Aminosol super. Das ist ein organischer Eiweißdünger, den man einmischt in Wasser. Das haben wir jetzt hier gemacht. Und dann besprühen wir den Steckling, der da werden soll, mit diesem Aminosol. Das muss schon funktionieren, würde. Jetzt. So, das können wir ruhig 2-3 Mal machen, im Abstand von 3-4 Tagen. Das ist jetzt in dem Fall kein Problem. Auch relativ hoch dosiert, kann man 1%ig verwenden, aber dann vielleicht nur 2-3 Mal, dann muss das reichen. Dann hat er genügend Energie tatsächlich über die Oberfläche aufgenommen und die Pflanze wurzelt nachher wesentlich besser, verheilt ihre Wunde schneller und kann sich nachher besser entwickeln. Da haben wir einen Kandidaten, der auch krank ist, sogar noch Läuse hat, also ganz schlimm dran. Und den wollen wir retten. Jetzt müssen wir da mal nachschauen, ob das überhaupt noch möglich ist. Man sieht hier nicht nur verfärbt, wenn ich das anfasse, ist das auch ein bisschen matschig und hier schon trocken. Wir nehmen ein desinfiziertes Messer. Und Sinn macht es ja nur, ein Steckling von was Grünem zu schneiden. So, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist eine Euphorbie. Da müsste jetzt eigentlich der Latexsaft austreten, tritt nicht aus. Das ist schon ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, dass das Leben weitgehend aus der Pflanze entwichen ist. Was wir jetzt auch noch sehen, ist so eine braune Verfärbung. Das heißt, daraus lässt sich kein Steckling machen. Hier ist die Krankheit drin. Das muss also immer ganz weiß und sauber sein. Hier kommt jetzt noch ein bisschen Latex tatsächlich und noch einen neuen Schnitt. Dann haben wir vielleicht eine Chance, den frisch zu bewurzeln. Desinfizieren mit dem Zeolithmehl und Chinosol haben wir da schon reingetan, um den desinfizierenden Effekt noch zu erhöhen. Neues desinfiziertes Messer. So, das schneiden wir. Und ja, kein Latex und alles ganz braun und hässlich. Das heißt, hier ist auf jeden Fall die Krankheit drin und aus sowas können wir keinen Steckling mehr machen. Das geht nicht. Wir schneiden also weiter zurück. Auch alles, da ist ein bisschen grün, aber hier ist braun. Und jetzt hat es keinen Sinn, die Augen davor zuzumachen. Wenn das so ist, dann wird das nichts. Ja? Dann steckt die Krankheit drin, es steckt ein Pilz drin, es steckt ein Bakterium drin. Das kann nicht gut gehen. Wir schneiden also noch weiter zurück. Jetzt habe ich ehrlich gesagt auch nicht viel Hoffnung, weil kein Latex mehr austritt. Das ist ein Zeichen dafür, dass da noch Vitalität drin steckt. Aber es sieht jetzt, die Schnittstelle sieht sauber aus. Wieder desinfizieren und hoffen, dass es vielleicht funktioniert. Die Stecklinge lassen wir auf jeden Fall 4 Wochen trocken liegen, damit die Schnittstelle ausheilt und sich neue Wurzelspitzen schon bilden. Der Rest, sieht man, ist nichts Grünes mehr dran. Das kann man wirklich bleiben lassen, da wird nichts mehr draus werden. Das ist nur noch gut für den Kompost. Aber wir haben alles getan, was wir konnten, um vielleicht doch noch ein kleines Stückchen von der Pflanze zu retten, aus der sich eine schöne große neue entwickeln kann. Die Stecklinge, die wir bei unserem Rettungsversuch gewonnen haben, wenn die 2-3 Tage die Schnittstelle abgetrocknet haben, dann macht es Sinn, die in Bewurzelungssubstrat zu topfen. Das ist eine sehr feine Mischung aus Zeolit, Bims und Lava. Die muss vollkommen trocken sein. Ja? Da darf keine Feuchtigkeit mehr drin sein. Gegebenenfalls lässt man die ausgebreitet eine Weile liegen in der Sonne oder tut sie noch in den Backofen. Dann kommt das Substrat in einen Topf. Die Pflanze tun wir nicht sehr tief da drin versenken. So, dieses feine Substrat hilft der Pflanze dabei, Callus zu bilden, also Wurzelgewebe, wo sie dann schön wurzeln kann. Die nächsten 4 Wochen, hatte ich gesagt, soll die Pflanze trocken bleiben. Ja, das kann sie nämlich auch stehend bereits in diesem super tollen Bewurzelungssubstrat. Und wir haben eine bessere Chance, die Pflanze mit dem Aminosol, was ich schon angesprochen habe,
zu besprühen. Allerdings so, dass die Erde möglichst nicht viel feucht wird. Ja, nur ganz kleines bisschen, kleinen Hauch drüber. Die nächsten 4-6 Wochen sollte die also trocken stehen bleiben und das kann sie super in dem Substrat, da fällt sie nicht um und die Bewurzelung wird wirklich super gefördert. Wir können in der Zeit auch immer mal wieder mit dem Aminosol besprühen, nur so, dass die Pflanze ein bisschen was abkriegt und Power gewinnt und angeregt wird, die Wurzeln zu bilden. Nicht so viel, dass die Erde sehr feucht wird, sollte gleich wieder abtrocknen. So 4 bis 6 Wochen nach unserem Rettungsversuch stehen die Pflanzen in dem Bewurzelungssubstrat und wir können mal nachschauen, ob wir schon Erfolg haben. Der Vorteil von diesem Bewurzelungssubstrat ist, dass es eben sehr, sehr fein bröselig ist, nicht abbindet und von daher reicht ein ganz kleiner Druck, dann fällt praktisch das Material auseinander und wir sehen, wir haben jetzt bereits eine schöne Bewurzelung. Alles sieht gesund aus, hat also prima geklappt. Jetzt könnten wir die Pflanze auch in dem Substrat lassen und da drin noch eine Weile wachsen lassen, ehe wir sie umtopfen, oder wir topfen direkt in Kakteenerde. Hier haben wir Kakteenerde, das ist eine Mischung aus Kokosfaser, ganz wenig Torf und hauptsächlich Bimslava und auch wieder ein bisschen Zeolit. Vorsichtig, dass wir die Wurzeln nicht abknicken, die muss sauber nach unten zeigen. So, und dann wird ein bisschen angedrückt und wenn die Pflanze so aussieht, dass sie bereits diese Wurzel gebildet hat, dann kann man direkt gießen, also nicht sofort, auch wieder 8 Tage warten, weil vielleicht kleine Wurzelspitzen verletzt worden sind, die erst abheilen müssen, aber nach 8 Tagen kann man anfangen mit Gießen und dann wird die sofort loslegen. Das gleiche würde gelten für einen Steckling, den wir jetzt zum Beispiel nicht in das Bewurzelungssubstrat gestellt haben. Der hat jetzt lange genug abgetrocknet, ist übrigens im Herbst geschnitten worden, weil die Monate zwischen November, eigentlich Oktober und Februar, die zählen gar nicht. Also wenn wir sagen 4 bis 6 Wochen trocken, muss die Pflanze trocken bleiben, damit die Schnittstelle abheilt und neu sich die Bewurzelung entwickelt, die gilt erst ab März oder in der Zeit zwischen März und September. Danach funktioniert praktisch nicht viel, weil da Ruhezeit ist und wir lassen den Steckling einfach in der Zeit ruhig, am besten eben stehen, doch im Bewurzelungssubstrat, weil wenn er liegt, kann es passieren, dass sich hier unten Wurzeln entwickeln wollen und dann gibt es hier eine hässliche braune Stelle. Also jetzt topfen wir den hier ein, wie gesagt, wunderbar verheilt alles. Kakteenerde. So, da mache ich das jetzt so, dass ich ganz absichtlich die Erde nicht bis ganz hoch, sondern mindestens 1 Zentimeter noch unterm Rand lasse und das Substrat auffülle mit Edelsplit. Der Edelsplit ist natürlich hauptsächlich Dekoration, aber bei so einem Steckling, der nicht bewurzelt ist, macht es allemal Sinn, oben einen Zentimeter, je nach Größe des Stecklings auch 2 cm von diesem Material einzufüllen. Warum? Weil die Wurzel jetzt 100%ig nicht direkt in der Mitte rauskommt, sondern die Wurzel wird immer da rauskommen, wo dieses Leitgewebe ist, das heißt irgendwo bei diesem Ring. Und das heißt nicht direkt in der Mitte, sondern ein bisschen versetzt. Die erste Wurzel geht rein, kontrahiert, hält sich richtig fest an der Erde und was passiert? Der Steckling kippt nach rechts oder links, je nachdem. Ja, und um das zu vermeiden, hilft uns diese oberste Schicht Edelsplit. Der Steckling wird schön stabil gehalten in der Position, in der wir sie einpflanzen. Rettungsversuch einer großen Euphorbie. Wenn die so ausschaut, dann ist auf jeden Fall irgendwie der Wurm drin. Und das Erste, was wir machen müssen, sind die schlechten Triebe entfernen und dann schauen, wie es weitergeht und was wir letztendlich noch retten können. Wieder ist es sinnvoll, mit meinem Aminosol 1%ige Lösung die Triebe vorher einzusprühen. Die Operation führen wir dann erst aus, wenn das wieder abgetrocknet hat. Das ist natürlich klar. Aber das Einsprühen hilft eben dem zukünftigen Steckling jetzt schon mal Power zu kriegen, denn man sieht deutlich,
die ist hier unten geschädigt und nimmt wahrscheinlich schon lange nicht mehr ordentlich Nährstoffe auf. Dann ist so eine alte große Pflanze nicht mehr zu schneiden mit einem Wellenschliffmesser. Das wird wahrscheinlich zu verholzt sein innen. Da müssen wir schon zu einer Säge greifen. Auch die Säge sollte desinfiziert werden. Ja? Wir nehmen also Alkohol oder Desinfektionslösung und schauen, dass das Sägeblatt desinfiziert ist, damit wir nicht Krankheitserreger, die jetzt da vom letzten Absägen dranhängen, noch mit verteilt werden. Dann werden als erstes mal die schlechten Triebe, der hier, ja, der wird entfernt. Sehen schon, ist alles ganz braun und verholzt hier unten. Braun am Stamm, das ist schon ein ganz schlechtes Zeichen. So, wenn wir alles sauber haben, dann probieren wir aus, ob wir die Pflanze mit ordentlich Aminosol regelmäßig einsprühen, ruhig 3, 4, 5 Mal im Abstand von einer Woche bis 10 Tagen, ob wir sie nicht so fit kriegen, dass sie auch ohne dass wir Stecklinge nehmen, regeneriert. Wenn sie das nicht tut, also wenn der Stamm bereits innen Fäulnis hat oder krank ist, Pilze im Leitgewebe hochgewachsen sind oder so, dann wird sie sich nicht erholen. Es werden immer mehr Triebe absterben und spätestens, wenn man das merkt, wird es Zeit, dass man Stecklinge nimmt. Und jetzt sucht man sich wieder schöne Stellen aus, schöne Triebe, die nachher wieder was hermachen, nichts Gaggeliges, nichts mit Flecken. Und nehmen wir als Beispiel mal den hier, auch nicht allzu weit hier unten, dass so die krumme Stelle mit genommen wird. Wir schneiden den Steckling vielleicht hier und dann müssen wir jetzt schon richtig sägen. Und Achtung bei Euphorbien wieder, Handschuhe anziehen, aufpassen, dass der Milchsaft nicht in die Augen spritzt. So, das ging jetzt ganz gut. Wir sehen, es tritt latexweißer Milchsaft aus. Wir sehen, dass die Schnittstelle sauber ist. Es gibt keine braune Verfärbung. Also der Steckling hat gute Chancen, sich zu erholen. Jetzt wird er in das Zeolithmehl getaucht, am besten gleich ein bisschen Chinosol mit rein, damit wir auch eine optimale Desinfektionswirkung haben. Und dann kann der Steckling auch wieder mit Aminosol alle paar Wochen, also eine Woche bis 10 Tagen kann man einsprühen. Ich würde jetzt so eine Pflanze vielleicht nicht in das Bewurzelungssubstrat stellen, weil das zu kippelig ist. Der wird trotzdem umfallen. Also einfach nur, das zeigen wir gleich, in einen Topf mit Zeitungspapier. Also ganz wichtig, wir haben jetzt einen Steckling gemacht bei unserem Rettungsversuch. Der muss schön sein. Nicht irgendwas abschneiden, was irgendwann mal dann vielleicht schön wird, wenn man viel Glück hat, sondern wir wollen einen schönen Steckling gleich haben. Ja? Der muss gut aufgebaut sein, muss harmonisch sein und sollte, das heißt, auch von unten anfangen zu verzweigen, nicht erst da in einem halben Meter Höhe. Und nichts abschneiden, was eh schon fleckig ist, das lassen Sie auf jeden Fall weg. So, jetzt haben wir also unseren Steckling geschnitten. Wir haben auch eine saubere Schnittstelle und tauchen das jetzt wieder in unser Zeolithmehl, das wir mit ein bisschen Chinosol noch verbessert haben und die Desinfektionswirkung vor allem verstärkt haben. Den Steckling können wir jetzt entweder in das trockene Bewurzelungssubstrat oder aber knüllen ein bisschen Zeitungspapier, damit da unten Luft rankommt, denn die Schnittstelle muss ordentlich verheilen und abtrocknen. Und so wie wenn wir den eintopfen wollten, fixieren wir den mit geknülltem Papier. So kann man auch immer mal wieder nachschauen, wie weit das gediehen ist. Sollte noch einmal was nachfaulen, muss man einfach noch mal weiter zurückschneiden und auch wieder desinfizieren. So, und so wie er jetzt wartet darauf, in frühestens 4 bis 6 Wochen wieder eingetopft zu werden, kann man einmal die Woche mit dem Aminosol besprühen und der Pflanze auf die Art und Weise Power geben,
damit sie möglichst viel Kraft hat und schnell bewurzelt und schnell Wurzelspitzen entwickelt, weil das muss sie ja unbedingt tun, damit sie sich dann regeneriert. So haben wir die Chance, eine Pflanze zu retten. So, eins ist noch ganz wichtig bei unserem Rettungsversuch bei unserer Euphorbie. Wenn wir also die schlechten Triebe abschneiden, hier nochmal so ein Beispiel, ja, und die sind so, sehen so aus, dann ist ja die Chance groß, dass da irgendeine Krankheit drin steckt, vielleicht irgendwelche Bakterien ihr Unwesen treiben. Und damit, das kann man sogar abbrechen, damit jetzt das nicht in die Pflanze allzu sehr einwandert, immer schön sauber schneiden. Sollte man die Schnittstellen auch desinfizieren. Und da eignet sich wieder das Chinosol, 1 Liter auf 1 Gramm auf 1 Liter Wasser, und damit sprühen wir diese Stellen, die wir abgesägt haben, ein, sodass hier überall das desinfiziert wird. Man kann aber auch etwas höher konzentriert, da machen wir jetzt vielleicht 50 bis 100 Milliliter, 1 Gramm. Und dann hier ganz konzentriert direkt die Schnittstellen behandeln. Das besonders zur Desinfektion, damit eben die Ursache, die zum Absterben von den Trieben geführt hat, oh, das sieht man jetzt, das ist noch ein hässlicher Stummel. Das müssen wir besser machen. Den hässlichen Stummel lassen wir nicht. Der wird sauber abgeschnitten und dann mit dem Chinosol desinfiziert. Hat auch noch den Vorteil, dass wenn dieser Latex austritt, dass der ein bisschen verdünnt abläuft, weil der macht nachher ganz hässliche Flecken, wenn er antrocknet. So, damit wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit dem Retten von Ihrer kranken Pflanze.